Würde ich ein Fly-Abo-Modell bevorzugen, wenn die Pay-to-Win-Elemente dann weg wären? Nein. Weil dann könnte man keine 8 Chars mehr spielen. Also ich meine, wenn alle Pay-to-Win-Elemente wegfallen würden, müsste man theoretisch keine 8 Chars mehr spielen. Aber eigentlich schon, weil das mit Link Attack ist tatsächlich nur einer von vielen Vorteilen. Da müssten sie schon sehr viele Dinge ändern, dass sich 8 Chars nicht mehr lohnen. Link Attack ist der krasseste, der größte Vorteil. Aber es gibt ja noch die 8-fache Quest-Belohnung, 8-fache Tower-Dailies, 8-fache Battle Pass. Ich meine, gut, okay, Battle Pass, der Pay-to-Win Battle Pass wird ja auch wegfallen, aber der Free-to-Play Battle Pass ist free. Und nur um den geht's ja. Naja, also, ehrlich gesagt, würde ich dann trotzdem 8 Chars spielen. Und, wenn sich daran nichts ändert, müsste ich ja dann für 8 Chars zahlen. Also für mich wäre das dann ein Verlustgeschäft sozusagen. Also, ich würde 8 Chars spielen wollen. Wenn ich dann aber für 8 zahlen müsste, würde ich es natürlich nicht machen. Aber dann könnte ich keine 8 Chars mehr spielen, obwohl es sich immer noch lohnen würde, wenn es gehen würde. Und man nicht dafür zahlen müsste und nur die Pay-to-Win-Elemente weg wären. Also schwierig. Also das Hauptproblem sind eigentlich, finde ich, gar nicht wirklich die... Also es kommt drauf an. Ich meine, das größte Problem sind eigentlich die Preise. Vor allem von Party-Scrolls zum Beispiel. Live PC haben Party-Scrolls für den ganzen Monat nicht mal 10 Euro gekostet. Sofern du jetzt nicht jede Party-Scroll wolltest. Aber ich sag mal so, die essentielle ist ja die Red Scroll. Und nur die Red Scroll kostet im Live Universe 3000 F-Coin. Und dafür hast du in Live PC literally jede Party-Scroll bekommen, die es gibt. Und hast weniger gezahlt. Und da war zum Beispiel auch eine Party-Scroll dabei, die unendlich Punkte gibt. Literally unendlich Punkte. Nicht viele Punkte, nicht ein paar tausend Punkte. Literally unendlich Punkte. Unendlich. 1 Milliarde Punkte. Eine Quintilliarde. Egal, unendlich. Für 7 Tage. Und die 3000 F-Coin, die sind für 30 Tage, also 100 F-Coin pro Tag. Aber das ist halt einfach insane. Die haben die Live-PC-Preise genommen und sie fast 10-facht von den Party-Scrolls zum Teil. Und bei vielen anderen Sachen ist es eigentlich auch gar nicht unbedingt der Aspekt, dass du es kaufen kannst, sondern vielmehr, wie viel es einfach kostet. Weil man, dass sich das Spiel irgendwie finanzieren muss und so, ist schon klar. Sagt ja keiner was. Aber es ist halt einfach zu viel. Also ich meine, sehr oft so die Frage, ja, was kriege ich für 20 Euro oder so? Ja, Alter, ganz ehrlich, für 20 Euro in Live kriegst du halt einfach gar nichts. Du kriegst einfach nichts. Du kriegst ein CS-Pad und ein Fluggerät und das war's. Wenn du dann noch einen Battle Pass willst und Party-Scrolls und Power-Ups, bist du direkt bei 100 Euro. Da bist du schon bei über 100 Euro. Das ist Wahnsinn. Und da hast du eigentlich nicht wirklich was. Also, Battle Pass, CS-Pad, Fluggerät und Party-Scrolls. Da bist du schon fast bei 100 Euro. Da hast du noch so 10, 15 Euro übrig für ein paar Power-Ups und für 10, 15 Euro kriegst du halt 10 Upcut-Stones und nicht, ja doch, 10 Amplis und dann hast du noch 10 Stunden Amplis und Upcut-Stone und das war's. Da hast du noch einen kümmerlichen Rest von paar hundert oder knapp 1000 F-Coin. Also ist schon crazy, finde ich. Also, klar, Pay to Win ist natürlich an für sich nicht cool. Aber ich würde sagen, viel schlimmer ist, dass Pay to Win überhaupt ein Ding ist, weil ich meine, Free-to-Play-Game muss sich ja irgendwie finanzieren, da kann man jetzt nicht so viel sagen. Aber die Preise selbst, die sind eigentlich eher das Problem. Das ist jetzt die Tatsache, dass es nicht, also dass es Pay to Win ist. Und so ein Abo-Modell würde ja nur dafür sorgen, dass jeder zahlen müsste. Und ich meine, das wird niemals passieren. Da brauchen wir eigentlich echt gar nicht drüber reden. Wird niemals passieren. Allein schon wegen dem Dual-Client und so würde es überhaupt nicht funktionieren, weil jeder müsste dann mindestens 2 Abos kaufen. Weil wenn der Plan wäre, ja, jeder soll jetzt nur noch einen Char spielen, ja, wie soll das funktionieren? Man braucht einen fucking Ringmaster. Jeder spielt seit literally 15 Jahren mit seinem eigenen Ringmaster. Schon bei Live PC die letzten 10 Jahre. Über 10 Jahre.
Da müsste ja jeder 2 Abos kaufen. Und da würden die meisten Leute halt auch sagen, ja, Alter, spinnt ihr? Ich kaufe doch jetzt nicht 2 Abos, nur um dann auch noch einen Ringmaster zu haben. Also das würde das ganze Game ruinieren. Tatsächlich. Also schwierig. Also dafür müsste man das Game von Grund auf monumental ändern. So vieles ändern, fast alles ändern. Das wird nicht passieren. Und es hat nicht mal zwingend so viel mit dem Pay-to-Win zu tun. Dass das keine so gute Idee ist. Und Pay-to-Win, wie gesagt, ist jetzt auch nicht wirklich das große Problem. Also schon, aber es sind eigentlich viel mehr die Preise als das direkte Vorhandensein von Pay-to-Win. Habe ich schon mal gesagt, glaube ich, irgendwann, man könnte die Preise im Cash-Shop nicht verdoppeln, halbieren. Und ehrlich gesagt wäre es dann immer noch teuer. Sie können es alles im Cash-Shop meiner Meinung nach zum halben Preis anbieten. Was sie ja doch literally niemals machen. Es gibt ja in vielen Spielen so Flash-Sales oder so Ende des Monats-Sales oder so. Machen sie hier eigentlich auch nie wirklich. Und wenn, dann ist alles seriengebunden. Was ich persönlich auch ein bisschen schade finde, dass wenn überhaupt mal irgendwas im Sale ist, zum Beispiel im Product Bundle, dann ist es immer seriengebunden. Das heißt, nur der Typ, der tatsächlich casht, profitiert davon. Der Server an sich, also die Wirtschaft als solches, auf den Servern profitiert von Cash-Up-Angeboten überhaupt nicht, weil solche immer seriengebundene Items beinhalten. Das heißt wirklich nur die Casher profitieren davon. Ist auch ein bisschen schade. Aber wie gesagt, du kannst legit alles zum halben Preis anbieten und bei den meisten Sachen würde ich persönlich sagen, ist immer noch zu teuer. So teuer ist es, meiner Meinung nach. Also ich finde es schon wahnsinnig teuer. Die Tatsache, dass wir sagen, beim FEC-Start 150 bis 200 Euro ist nicht viel Geld, ist doch eigentlich schon Wahnsinn. Das ist halt das Minimum gefühlt, wenn du halbwegs erfolgreich sein willst am ersten Tag. Dann ist es schwierig, weniger als 150 bis 200 auszugeben. Viele werden das X-fache davon ausgeben. 2- bis 10-fache wahrscheinlich. Irgendwo in dem Dreh. Das ist schon Wahnsinn. Das ist der reale Life-Wahnsinn. Mache ich das auf FEC mit 2 Chars? Na, ich join Random Partys und probiere mir eigene Partys rauszukaufen.